Viele kennen sie, viele haben sie sogar im Kühlschrank. Und doch fristet sie in der Welt des Gartens ein Schattendasein. Die Hefe. Die einen streuen sie in den Teig, die anderen ins Gießwasser. Klingt simpel, ist es auch. Aber was, wenn genau in dieser Einfachheit eine ungeahnte Kraft liegt? Was, wenn sich hinter diesem kleinen Würfeln mehr verbirgt als nur Hefeteig und Gärbläschen? Hä? Hefeteig im Garten? Ach komm, das kenne ich doch schon. Ja, das denken viele. Und genau deshalb bleibt ein entscheidender Aspekt meist völlig unbemerkt. Denn hinter der allseits bekannten Gärwirkung versteckt sich eine Fähigkeit, die man eher in einem Chemielabor erwarten würde als im Komposthaufen. Das Binden und Neutralisieren unerwünschter Stoffe im Boden. Solche, die dort vielleicht gar nichts verloren haben. Aber warte, bleib dran. Denn was wäre, wenn ich dir sage, dass diese harmlose Backzutat nicht nur deinen Tomaten Beine macht, sondern dabei ganz nebenbei auch noch in der Lage ist, unsichtbare Eindringlinge im Boden einzufangen und erstmal ruhig zu stellen. Nicht weg, aber so festgehalten, dass sie deine Pflanzen in Ruhe lassen. Ich rede hier von Dingen, die sich lautlos aus großer Höhe auf unsere Böden senken. Ganz ohne Fallschirm. In eleganten Linienformationen, die selbst das Schönschreiberheft meiner Grundschulzeit neidisch machen würde. Weiße, strickmusterartige Schleier, die stundenlang am Himmel fliegen, als ob der Wind zu höflich wäre, sie weiterzuschicken. Also ich will hier gar nicht spekulieren, was da alles drinsteckt. Aber wenn Begriffe wie Aluminium, Barium oder Strontium in wissenschaftlichen Artikeln häufiger auftauchen als in einem Chemielexikon, na dann darf man sich schon mal fragen, was passiert da eigentlich über unseren Köpfen? Und vor allem, was davon landet in unseren Beeten? Heute, liebe Freunde der gärenden Geheimnisse, nehme ich euch mit auf eine Reise zu einem alten Bekannten, einem Wesen, das so klein ist, dass es mit bloßem Auge kaum zu sehen ist und doch groß genug, um Geschichte zu schreiben. Ein Held in Würfelform. Die Rede ist natürlich von Hefe. Und jetzt kommt der Clou. Wir starten ganz harmlos mit ein bisschen Wasser, Zucker, einem Hefewürfel und einem Gartenexperiment, das als Dünger beginnt, aber vielleicht ganz woanders endet. Also bleibt dran, denn es wird spannend und vielleicht, ganz vielleicht, so ein bisschen verboten gut. Und damit hallo zusammen, hier ist wieder euer Greenhorn, der Mann, der lieber mit Pflanzen spricht als mit seiner Steuererklärung. Heute lüften wir ein Geheimnis, das in jeder gut sortierten Küche lauert. Aber kaum jemand ahnt, was es im Garten leisten kann. Und damit herzlich willkommen bei Greenhorns Gartenwelt. Und ich weiß, bei Hefe im Garten denken viele an Oma, Sauerteig und vielleicht noch an einen missglückten Apfelkuchen. Aber heute, Freunde, geht's um Biologie mit Zündstoff. Um etwas, was vielleicht nie für uns bestimmt war zu wissen. Denn wer Hefe nur fürs Backen hält, denkt auch an Regenwurm, sei nur gut zum Umgraben. Also, lehnt euch zurück und haltet eure Gießkanne bereit. Es wird gärig und spannend. Und da wären wir schon bei der ersten Frage. Was ist eigentlich Hefe? Naja, Hefe, das klingt erstmal nach Bäckereiromantik und Teigschüsseln. Doch wer denkt, dieser kleine Gärmeister sei nur zum Brotbacken da, der unterschätzt einen der vielseitigsten Mikroorganismen überhaupt. Biologisch betrachtet ist Hefe ein Einzeller. Genauer, ein Pilz. Aber nicht irgendeiner, sondern einer, der aus Zucker, CO2 und Alkohol macht. Dabei Wärme erzeugt und ein ganzes mikrobielles Konzert lostritt. Hefe ist ein Bioreaktor in Mini-Format. Chemisch gesehen funktioniert sie wie eine winzige Energieumwandlerin. Glucose rein, Gärung raus. Und dabei entstehen nicht nur Gase, sondern auch Enzyme, Aminosäuren, Vitamine. Ein richtiges kleines Bodenbuffet für Mikroben. Und physikalisch? Nun, man sieht es ihr nicht an. Aber wenn sie aktiv wird, blubbert sie wie ein frisch angezapftes Fass. Ihre Zellwände bestehen aus Chitin. Sie vermehrt sich durch Sprostung. Ja, knopft, wie man so schön sagt. Das ist keine Fortpflanzung mit Pauken und Trompeten. Das ist Guerillavermehrung auf molekularer Ebene.
Und wo kommt sie her? Boah, von überall. In der Luft, auf Früchten, auf unserer Haut. Es gibt über 1500 bekannte Hefestämme und wahrscheinlich doppelt so viele unentdeckte. Einige machen Bier, andere machen Käse, manche Medikamente. Und eine ganz besondere Sorte, die macht Gartenmagie. Kurz gesagt, Hefe ist nicht nur ein Pilz. Sie ist ein Paradebeispiel für mikroskopisches Multitasking. Und genau deswegen will ich sie heute in mein Beet lassen. Denn was sie im Teig kann, das schafft sie auch im Boden. Leben wecken, Struktur aufbauen und vielleicht noch ein kleines Wunder obendrauf. Und das wird euch umhauen. Und wer jetzt fragt, warum ich meine Pflanzen damit gieße? Na, weil es wirkt. Und zwar besser als so mancher Spezialdünger mit klingenden Markennamen. Hefe ist im Garten wie ein Espresso für den Boden. Ein biologischer Wachmacher, der die Mikrowelt unter der Erde in Schwung bringt. Sobald du sie mit etwas Zucker in warmem Wasser aktivierst, legt sie los wie ein Festivalbesucher beim ersten Beat. Gärung, Gase, Enzyme, Wärme, na das volle Programm halt. Und jetzt? Ja, jetzt kommt der spannende Teil. Dabei entstehen unter anderem B-Vitamine, organische Säuren und Stoffwechselprodukte, die das Bodenleben förmlich zum Tanzen bringt. Die Bakterien, Pilze und Mikroorganismen feiern eine mikrobielle Sause mit Hefe als DJ an der Bassdrum. Und das Ergebnis? Ein regelrechter Boost für die Nährstoffverfügbarkeit im Wurzelraum. Ich spreche hier gerne von der unsichtbaren Wurzel-WG. Denn da unten wohnen Milliarden Bodenbewohner und wenn du ihnen was Gutes tust, dann tun sie was Gutes für deine Pflanzen. Besonders Tomaten reagieren auf dieses Bodenleben mit Wachstumsschüben. Tiefere Verwurzelung, bessere Nährstoffaufnahme und, Trommelwirbel, kräftigeren Früchten. Und das Ganze passiert nicht, weil die Hefe die Pflanze direkt düngt, sondern weil sie das ganze Umfeld so optimiert, dass die Pflanze aufblüht. Das ist so wie, naja, stell dir vor, du bist nicht krank, aber jemand bringt dir ein frisches, bezogenes Bett, warmes Essen und gute Musik. Da wächst du doch auch über dich hinaus, oder? Kurz gesagt, ich gieße meine Pflanzen mit Hefe, weil ich ihnen ein Wellnessprogramm für den Boden spendiere. Und meine Tomaten danken es mir. Und nun kommen wir zu dem Teil, wie wir den Zaubertrank herstellen. Und dazu brauchst du eigentlich nur 3 Dinge. Einmal einen Würfel frische Hefe oder alternativ ein Päckchen Trockenhefe. Dann 1 Liter lauwarmes Wasser, so ungefähr Badewannentemperatur und einen Esslöffel Zucker für die Mikrobenparty. Aber kein Diätenprodukt. Und dann rühr alles gut durch, bis sich die Hefe aufgelöst hat und stell das Ganze dann für ein paar Stunden bei Zimmertemperatur ab. Idealerweise an einem Ort, wo es leicht warm ist, wie Fensterbank, das Gartenhäuschen oder von mir aus auch neben den Kompost, wenn er gerade freundlich riecht, denn das strahlt auch Wärme ab. Was dann entsteht, ist ein mikrobiologischer Cocktail, prall gefüllt mit lebendigen Hefezellen, Enzymen, Sporengasen und fermentaktiven Substanzen. Wichtig ist, dass du den Zaubertrank nicht mit kochendem heißem Wasser ansetzt, denn das killt deine Hefezellen. Und auch kein eiskaltes Wasser. Hefe will tanzen und nicht frieren. Ja, und dann den Zaubertrank nicht pur verwenden. Du solltest ihn erst mindestens mit 4 Litern Wasser verdünnen und dann nur an die Wurzeln und nicht auf die Blätter gießen. Aber Vorsicht, meine Freunde, Hefe ist ein Booster, kein Dauerkaffee. Richtig dosiert ein Segen, überdosiert, naja, ein Problem. Deshalb hier die wichtigsten Punkte. Nur einmal im Monat anwenden, nicht bei direkter Sonne gießen, immer nur an die Wurzeln, nie über die Blätter und den Boden vorher leicht anfeuchten oder mit etwas Kompost mulchen. Tja, und was bringt's konkret bei Tomaten zum Beispiel? Na, mehr Blüten, tiefere, stärkere Wurzeln, schnellere Fruchtreife, robustere Pflanzen, die widerstandsfähiger gegen Pilzkrankheiten sind. Kurz gesagt, ein Tomatentuning, das nichts kostet, aber richtig was bringt.
So, und jetzt, wo wir wissen, wie man diesen mikrobischen Muskeltrank anrührt, stellt sich natürlich die Frage, wem schmeckt's? Und wer sollte besser höflichst ablehnen? Naja, denn so wie ein Proteinshake nicht nur zur Diät passt, so passt auch Hefe nicht zu jedem Pflänzchen im Garten. Fangen wir mit den Fans an, die Hefe Love, die nach der ersten Gießung vermutlich Luftsprünge machen würden, wenn sie könnten. Und das wären zum Beispiel, naja, die Tomaten, Paprika, Chili, Gurken, Zucchini, Kürbisgewächse, Mangold, Spinat, Rucola, Petersilie, Schnittlauch und Basilikum. Aber es gibt auch Pflanzen, die bei Hefe eher die Nase rümpfen würden, nämlich mediterrane Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Lavendel oder auch Salbei. Moorbeetpflanzen wie Heidelbeeren oder Rhododendron, Zwiebelgewächse wie Lauchzwiebeln oder auch Knoblauch. Also, nicht jedes Beet braucht Hefe, aber für viele Pflanzen ist sie eben wie ein kleines Bodenwunder. Man muss nur wissen, wann und wo. Und das macht uns Gärtner am Ende zu den eigentlichen Küchenchefs der Natur. Wir wählen die Zutaten und entscheiden, ob es ein Festmahl oder eine Fastenkur wird. Als ich so im Garten stand, meine Tomaten im Blick und die Gießkanne voller Hefewasser in der Hand, da kam sie plötzlich. Eine dieser Erinnerungen, die tief im Gedächtnis schlummern und nur darauf warten, wieder ans Licht zu treten. Es war das Jahr 1986. Ich war 22 Jahre alt und als Kranfahrer für eine DDR-Firma an der Erdgastrasse in der Sowjetunion im Einsatz, im heutigen Russland. Unser Auftrag: Verdischerstationen bauen, quer durch Sibirien, 2000 Kilometer lang. Schnee, Schlamm, Sand. Mehr hatten wir dort nicht. Und mittendrin ich mit meinem Kran. Die deutschen Montagetrupps arbeiteten meist unter sich. Doch gelegentlich bekam ich auch Aufträge bei den Gumstern, so nannten wir liebevoll unsere sowjetischen Kollegen. Einmal war ich allein mit ihnen im Permischen Oblast. Keine Stadt, kein Radio, keine Ablenkung. Nur Wald, Wildnis und nach Feierabend Wodka am russischen Grill. Wir saßen da so am Lagerfeuer zum Feierabend, redeten über dies und das, über Frauen, der Politik. Und schließlich kam das Thema auf, was damals die ganze Welt bewegte: Tschernobyl. Einer der Männer sprach davon, dass sein Bruder im Sperrgebiet tätig war und dass dort zur Dekontamination des Bodens tatsächlich Hefe eingesetzt wurde, und zwar im großen Stil. Kein Scherz. Hefe, die gleiche, die man sonst in Teichschüsseln vermutet. Ihr Einsatz diente der sogenannten Biosorption, einem Prozess, bei dem biologische Zellen wie Hefen radioaktive Partikel an ihre Zelloberfläche binden. Durch funktionelle Gruppen wie Carboxyl-, Amino- und Hydroxylgruppen ist die Zellwand der Hefe in der Lage, Radionuklide wie Cäsium, Strontium und Uran zu fixieren. Und zusätzlich wurde Kaliumhexacyanoferrat 2 verwendet. Ein Stoff, der dafür sorgt, dass Cäsium 137 im Boden unbeweglich bleibt. Zusammen mit Hefe bildet sich so ein biologisches, chemisches Schutzschild gegen die Strahlung. Das war damals streng geheim. Aber wie das so mit dem guten Wodka und einem ehrlichen Gespräch ist, manches kommt eben doch ans Licht. Heute, viele Jahre später, sehe ich dieses Wissen mit neuen Augen. Denn wenn Hefe in der Lage ist, radioaktive Partikel wie Cäsium oder Strontium im Boden zu binden, da stellt sich doch zwangsläufig die Frage, was kann sie denn sonst noch leisten? In der Wissenschaft ist gut dokumentiert, dass Hefezellen eine bemerkenswerte Fähigkeit zur sogenannten Biosorption besitzen. Das bedeutet, sie können Metalle und andere geladene Teilchen an ihrer Zelloberfläche festhalten. Die Hülle dieser Mikroorganismen ist gespickt mit funktionellen Gruppen, Carboxyl-, Amino- und Hydroxylgruppen, die wie kleine chemische Greifarme wirken. Und tatsächlich,
Laborstudien zeigen, dass unsere klassische Backhefe neben Radionukliden auch Aluminium, Barium, Strontium und andere Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium und Arsen interagieren kann. Zwar handelt es sich in den meisten Fällen um kontrollierte Bedingungen, doch das Prinzip ist eindeutig. Wo eine Bindung möglich ist, besteht auch ein Potenzial zur praktischen Anwendung. Wenig gut erforscht und bislang eher spekulativ ist die Frage, ob Hefe auch Polymerfasern oder Nanopartikel beeinflussen kann. Naja, diese Artikel sind häufig zu groß oder chemisch zu komplex, um an biologischen Zellwänden haften zu bleiben. Und bei sogenannten biologischen Agenzien oder Sporen wird es richtig dünn. Da fehlt bislang belastbare Daten. Aber eben im Bereich der anorganischen Elemente, insbesondere bei Metallen und deren Verbindungen, ist die Studienlage erstaunlich deutlich. Das heißt, wenn sich Aluminiumverbindungen aus der Luft auf unsere Böden legen, in welcher Form auch immer, dann ist es zumindest theoretisch denkbar, dass Hefe auch hier eine Rolle spielen kann. Ob das nun im heimischen Garten wirklich messbar ist, sei mal dahingestellt. Aber die Vorstellung, dass ein Teelöffel Hefekultur nicht nur Tomaten wachsen lässt, sondern auch ein klein wenig aufräumt, ist doch faszinierend genug, um weiterzudenken, oder? Angenommen, Hefe kann tatsächlich bestimmte Metalle oder Partikel binden. Dann stellt sich eine entscheidende Frage. Was passiert danach? Bleiben diese Bodenstoffe einfach im Boden liegen? Und wenn ja, ist das ein Problem oder eher ein Vorteil? Die Antwort ist, wie immer, es kommt darauf an. Wenn also Hefe Schadstoffe durch Biosorption festhält, werden diese nicht neutralisiert oder zerstört, sondern lediglich gebunden. Das heißt, sie werden chemisch eingefangen und immobilisiert. Das kann wiederum bedeuten, dass sie den Pflanzenwurzeln nicht mehr direkt zur Verfügung stehen und somit nicht mehr in den Stoffwechsel der Pflanze gelangen. Ein klarer Vorteil: die schädlichen Elemente sind also zwar noch da, aber wie eingeschlossene Gäste in einem abgedichteten Raum. Für den Garten bedeutet das, eine regelmäßige Behandlung mit Hefe könnte helfen, potenziell kritische Stoffe in ihrer Wirkung zu reduzieren. Zumindest kurzfristig. Besonders im oberflächennahen Wurzelbereich könnte das zu einer messbaren Verbesserung führen. Doch wie lässt sich das praktisch umsetzen? Eine Möglichkeit wäre, den Boden systematisch mit einer Hefelösung zu behandeln, ähnlich wie beim klassischen Pflanzenbooster, aber ergänzt durch einen gezielten Rhythmus. Einmal im Monat eine gut aktivierte Mischung aus Hefe, Zucker und Warmwasser herstellen, siehe Zaubertrankrezept. Die Lösung dann direkt in stark beanspruchten oder möglicherweise belastender Beete einbringen. Im Idealfall mit organischem Material wie Kompost kombinieren, das die mikrobiellen Prozesse zusätzlich aktiviert. Und nach etwa 3 bis 4 Anwendungen über die Saison hinweg eine Bodenprobe nehmen und sofern möglich analysieren lassen, wo ich meine, dass das der schwierigste Part wäre. Langfristig betrachtet wäre das Ziel nicht, alle Schadstoffe restlos zu beseitigen, sondern ihre Mobilität zu verringern, ihre Aufnahme durch Pflanzen zu verhindern und den Boden ökologisch zu stabilisieren. In Kombination mit Mulch, Humusaufbau, Pflanzenkohle oder gezieltem Mikrobenmanagement kann daraus ein echtes Bodenschutzkonzept entstehen. Naja, Entwarnung können wir dadurch nicht pauschal geben. Aber was wir schaffen, ist eine Art biologisches Puffer- und Schutzsystem. Wer weiß, vielleicht reicht schon dieses kleine Hefeexperiment, um unseren Boden besser auf das vorzubereiten, das wir heute noch gar nicht richtig greifen können. So, meine Freunde des gärenden Gedankenguts, das war heute mal ein etwas anderer Ritt durch die Welt der Bodenbiologie. Wir sind gestartet mit einem Hefewürfel und gelandet bei mikroskopischen Schutzschildern, atomaren Altlasten und der vielleicht größten Küchenzutat der Weltgeschichte. Ich habe heute einfach mal laut gedacht, habe Erinnerungen geteilt, ein paar wissenschaftliche Fakten aufgegriffen und eine Idee in den Raum gestellt, die vielleicht verrückt klingt, aber eben genau deshalb spannend ist. Was meint ihr dazu? Glaubt ihr,
dass Hefe mehr kann, als wir ihnen bisher zugetraut haben? Oder ist das Ganze doch zu weit hergeholt? Ich freue mich auf eure Meinungen, auf eure Erfahrungen und gerne auch auf kritische Stimmen. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch sogar schon ein eigenes Experiment damit gemacht. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das heutige Video nicht überfordert hat, sondern inspiriert. Vielleicht dazu, nicht über das nachzudenken, was wir sehen, sondern auch über das, was wir nicht sehen. Denn genau da liegt manchmal der wahre Schatz im Garten verborgen. In diesem Sinne, bleibt neugierig, bleibt offen und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in Greenhorns Gartenwelt mit Wurzeln, Witz und Wissenschaft. Bis bald, euer Greenhorn hier bei Greenhorns Gartenwelt.